So, herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Wir haben in der letzten Folge den Boniface Mercurio gefunden, aber leider tot in seiner Wohnung und haben eine sehr verstörende Fotografie gefunden, die in einem Schädel versteckt gewesen ist. Und wir sind gerade auf der Suche nach dieser Frau und müssen genau in das Flüchtlingslager, was sich unterhalb der Brücke befindet. Ja. Was? Der Geister... Oh. Geisterjäger? Haben wir denn uns hier schon wieder angelacht? Das leere Haus? Achso, ja. Geisterjägerplakat. Und sie wird in Stacheln ein sonderbares Plakat ins Auge, auf dem geschrieben steht, dass Kordone von Geisenheim gesucht wird. Achso. Das habe ich nicht mal gesehen, Sherlock. Unholy howls keeping you inside at night? Luigi can help. All ghosts gone. Meet on southern pier of the Silverton port. Donations gratefully accepted. This town loves the supernatural, but all I see is another scam to disprove. The world shrivels under a skeptic's eye. That's why you're so sullen, Sherry. You leave no room for delight in the magical. I delight in making the unknown known. Let us begin by asking someone about the poster and then pay this Luigi a visit at the port. Okay. Das kriegen wir hoffentlich hin, ne? Okay, haben wir schon an Heften. Oh, fragen wir den. Is this familiar to you? You're a funny little street rat sniffing for information, but you won't get any cheese from me. Idiot. Kann ich die arme Frau befragen? May I ask you something? Get away from me. Time to check. Who, where and what? Your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? Can I ask you a question? What and dressed as what? Of course I know. To cut a long story short. Ein Heimlicher erzählt mir von einem unnatürlichen Heulen, das Silverton nach Sonnenuntergang in Angst und Schrecken versetzt. Das Heulen ist nur am Abend zu hören, scheint aus allen Richtungen gleichzeitig zu ertönen. Besonders entsetzlich soll es klingen, wenn es nebelig ist. Leute, die in Hafennähe wohnen, berichten von flackernden Lichtern in unnatürlichen Farben, die über dem Wasser zu schweben scheinen. Manche Bewohner sind so verängstigt, dass sie nach Sonnenuntergang das Haus nicht mehr verlassen. Andere verbarrikadieren sogar ihre Fenster und Türen, als würde man damit einen Geist davon abhalten können, sich Zutritt zu verschaffen. Or someone is bravely going toe-to-toe with an otherworldly evil to protect the innocent. You're the hero people deserve, but he's the one they need. So. Was war das am südlichen Pier? Das müsste dann hier sein, ne? Also können wir hier runter und irgendwann links. Industriehafen. Are you able to help me? Spendentisch? Was für ein Spendentisch? Bin ich mir dran vorbeigelaufen, oder? Ach, hier. Ah! Ach nein, schon wieder Blut. Ach Gott. Not much brandy was spilled when the bottle broke. Someone had drunk most of it already. Blut! Oder jemand hat es in den Tage. Not enough blood for a murder, but plenty to suggest fists were flying in a collie shangles. I wonder if Luigi made it himself. I reckon the ghost is responsible for all this mess. Don't jump to conclusions. Until we locate any evidence to the contrary, we shall continue to exclude the supernatural. Let me concentrate, John. Zusammenkunft von Leuten. Ghost Hunter's stand was here. Someone stormed up angrily. Let me take it from here. It was the ghost of Cordona, a horrific being, formless, with evil eyes and glassy skin that shimmered like a nebula. It lurched towards its foe. Ja. Und ganz wahrscheinlich Streit. Oder die haben sich übers Ohr gehauen gefühlt. Das kann natürlich auch sein.
Eindeutig kein Geist. No, John, it was human. We're staring at the evidence of a scuffle between men. A little imagination never hurt anybody. If a monk realizes they've been had, that the fear was baseless, the money defrauded, they will likely return to voice their displeasure. Hohe Gewalt, Wut. And thus Luigi took a beating. Fools should have at least moved locations between scams. Er wehrt sich nicht, er wurde geschlagen. After the attack, he fled bloodied and bruised. So. Genau. Wo? Hier müssen wir lang. Okay. Und haben wir hier, er torkelte oder hing der beschützt unweigerlich auf dem Bein. Oh Gott, der Arme. Ah, da kann er froh sein, dass er jetzt nicht totgeschlagen worden ist. Er ging hier entlang. Aber betrunken musste sich über... ekelhaft. This vomit confirms it. Well, if you were tailing supernatural creatures for a living, wouldn't you start drinking? Thanks to you, I am often forced to tail the supernatural, and yet I'm still sober. Mostly. Kiste weckt seine Aufmerksamkeit, eine Flasche wieder klar weiter getrunken. After expelling all the alcohol from his stomach, it seemed he was compelled to Das wäre auch meine erste Amtshandlung. Because booze eases the pain of his lonely and dangerous life as a ghost hunter. You need to stop reading the Penny Dreadfuls. Also weitergehen. Oh, ja. Korken, er trank wieder. Oh Gott. Glas. Da war eine Flasche leer. Alter, wie schnell hat er denn das getrunken? Must be near his hideout. Maybe we just leave, Sherry. There is no need to disturb the ghost hunter from his beauty sleep. Rein, oder? Appropriate home for a ghost hunter. I have a bad feeling about this. Oh Gott, der weint, oder? Donations, one presumes. The painter definitely has an aesthetic. So this is where all the money was going. Da musste sein Alkoholismus, seinen Alkoholkonsum irgendwie finanzieren. Oh ja, das sind die Geräusche, die er gemacht hat. Handcrafted, actually rather beautiful work. An eerie and unsettling sound. So you see, John, nothing supernatural, just a drunken lowlife fooling superstitious sailors for a living. You can't argue with the truth. The truth will out no matter what one does. You can embellish it all you like, but you're just delaying the inevitable. Well, he can delay it no more. After what happened at the port, this scam won't work again. Sehr schön. Wundervoll. Jetzt können wir uns der Muse aus der Ferne wieder widmen. So. Und wie gesagt, das Flüchtlingslager war ja unterhalb der Brücke. Und dann müssen wir können auch wahrscheinlich auf die andere Seite gehen, denke ich mal. Heraus im Wohnen wieder mit Rose ertrunken. Oh Gott. Und das Sirene. Am Strand unweit des Friedhofs fand man die Leiche eines ertrunkenen Matrosen. Auf der Insel erzählt man sich Schauergeschichten über Sirenen. Aber das nur Aberglaube, oder? Nein. Wie stehst du denn da, Sherlock? Yay.
Ein neuer Fall. Ah, der Friedhof ist auch hier. Ach, da unten. Ah. Okay. Also, die Frau, die muss jetzt leider warten. Ne? Wir müssen uns erstmal dem anderen Fall widmen. Und wir sind auch nochmal Einrichtungsgegenstände kaufen. Das müssen wir auch noch machen. So. So, hier runter müssen wir. Dann müssen wir rechts und dann wieder links. Ah, guck mal, das sehen wir es ja schon. Hier, komm, wir verkleidet dich schon mal als Polizist, kann ja nicht schaden und dann geht's weiter ab, ne? And the kiss mark, it's the work of a siren, I'm telling you. Hallo. Here to gawk at the bloater? Not at all, officer. Perhaps I can help. Help with what exactly? Solving an accident? Fellow drank himself to death, literally. Case closed. It's not the first case, neither. A few days ago, another drunken sailor drowned himself in a fountain. Dürfte ich mich umsehen? I would like to take a look around. Go ahead. Just don't disturb the evidence, all right? I still have to write my report. Könnte es eine Sirene gewesen sein? There's talk on the streets that a siren could be responsible for the drownings. A siren? You mean the bird woman kind? Why, of course, we've got sirens aplenty round here. Harpies, too. Oh, please. Was den anderen Matrosen What betrifft. can you tell me about the other sailor? Nothing to tell. Some rich chap complained about a dead body in a fountain. Wasn't me who inspected the scene, though. Should have gone easy on the bottle, if you ask me. They get to shore, they start drinking like fish. Too bad booze doesn't make them grow gills, eh? Wollen wir mit denen reden? Wir sind ja auch nur zum Gaffen hier. Do you know anything about this? I've no idea, officer. His whole body is tense, Boah. stiffened by rigor mortis. The face is frozen in a contorted smile. Wenigstens war glücklich, als er gestorben ist. The kiss on the forehead is quite intimate, but the vulgar lip rouge suggests a different type of intimacy. Interesting. What's happened? Oder ganz schön viele Tattoos. His fingers are clenched as if he's clutching to life even now. So, könnt ihr nicht schwimmen? Who's it? Aber wurde dort... Also, Worn, soaked boots, size 8. Something smells fishy here, and it's not brown. ach, ich liebe Sherlock und seine Wortwitze. The water is shallow and the slope is smooth. One would have to be dead drunk to drown here. Ja, da wurde bestimmt, wie heißt das? Ja, It's a erstickt. good thing the tide hasn't washed away the tracks. I should inspect them more closely. Okay, das war der Polizist. It's a good thing the tide hasn't washed away the tracks. I should inspect them more closely. Haben wir hier irgendwas? Da. Ah, Zigarettenstumme. Spuren der Tierversuch stand hier eine Weile. Light tobacco with a hint of citrus. Da riecht man nicht ganz so schlimm. Ah, und A Lippenstift. bright red lip rouge mark. Tja. Ah. Hab ich die übersehen gehabt? Siren's song.
The rumors weren't so absurd after all. There's still some left, just enough for a tipple. Ich weiß auch schon, was wir machen dürfen. Ach Gott, Gottes Willen. -2. Warte mal. Was wir machen könnten... Warte mal. Warte, was ist denn das? -7, ne? Ja, Scheibenkleister. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich kann eigentlich nur die nehmen. Warte mal, wir machen immer alles zurück. Warte. So. Fangen wir den mal an. Dann machen wir die mal 2. Und bei 2. So, zack, boom. So einfach geht das. Das sichergestellte Wein enthält Spuren von The Cyanid. sediment contained cyanide. It turns out he was poisoned. Oh. Didn't the copper say that fellow drank himself to death? He wasn't wrong. Hm. Oh, who's it? What now? I've still got my report to write, so make it quick. Es war kein Unfall. I hate to break it to you, officer, but it wasn't an accident. Care to elaborate, smarty boots? The bottle of wine I found near the victim had been poisoned with cyanide. He was dead before he hit the water. Whoa, that's a twist. Any leads on the poisoner? Nothing to put my finger on, but I might need to inspect the other drowned sailor. Well, of course I won't stop you. It's not my case anyway. We had a complaint about a body in a fountain. Can't have bodies laying about in fountains, can we? It was somewhere in Scaladio, as far as I know. You think they're connected? That is what I intend to find out. Thank you. Yum, It's yum. What? Oh, who is it? Could you help me? The authorities have done nothing to help us, so I'm keeping my mouth shut. So, vor kurzem ertrank ein weiterer Matrose und zwar in einem Brunnen. Die Polizei erhielt eine Beschwerde mit der Aufforderung, gleich zu entfernen. Er muss ertrank in einem Brunnen in Scaladio. Eine Beschwerde? Woher sollen die denn wissen, dass dort jemand liegt im Brunnen? Das können die ja gar nicht alles wissen. Okay. Dann müssen wir mit Sicherheit... Ich würde erstmal das Polizeirevier nehmen, ne? Weil die Beschwerde ist ja dort eingegangen. Also wenn es im Boulevardmagazin ist, dann habe ich den Glauben an die Menschheit verloren.
Verbrechen, Beschwerden, Personengruppen, Zeugenhinweise, Stadtteil, Scalario. Bericht Nummer 12-27. In einem öffentlichen Park an der Kreuzung Harbour Avenue und Baskerville Street in Scalario wurde ein ertrunkener Matrose aufgefunden. Zum Zeitpunkt seines Todes stand der Mann aller Wahrscheinlichkeit nach unter Alkoholeinfluss. An der Wange wies ein Kussabdruck auf. Neuer Ort Park. Das war ein Scalario, ne? Ach, hier. So nah und doch so fern. Ich möchte gern hier rein. Ah, da haben wir es ja schon. They drained the fountain and removed the body. Too late. No matter, we'll work with what we have. Drowning in a 2 feet deep fountain. I've seen some things, but this really takes the biscuit. Das stimmt. Eine Brieftasche. Ach so, Tabakbeutel. A long time at sea. A cotton shawl. Could it be our sirens? Mitteilung mit Ermahnung. Officer Adley, mir kam zu Ohren, dass Sie mir wieder vergessen, wichtige Hinweise an Tatorten zu sichern. Eine solch eklatante Geistesabwesenheit ist für einen Polizeibeamten nicht akzeptabel. Es würde mich nicht überraschen, wenn Sie auch diese Mitteilung irgendwo liegen lassen. Das war meine letzte Ermahnung, Adley, ich meines Ernst, Chief Constable Donovan. Ja, The victim won't be needing his cap anymore. Might as well take it. Aber wieder ein Schütz. Drained to the last. Ah, okay. This wine again. Don't sailors prefer spirits? Und wieder die gleichen Zigarettenstummel. Ugh, the litter bin is right Ja. there. Das stimmt. Last week's newspaper, the front page reads, "Sky is the limit, Governor funds Arsenal's second airship." A broken bottle with no label. Und wieder eine Zigarette. Aber mit Lippenstift dran. Light tobacco with a hint of citrus. A bright red lip Yep. mark. Na, oh. Will nicht. I don't want. Die waren aber ohne, ne? Ja, die waren ohne Lippenstift. Okay. So. I'm ready. You don't even try, Sherry. So, also. Ich denke, sie hat ihn irgendwie geschubst. So, es war die 1, 2. Oh Gott, wir haben jetzt 3 Möglichkeiten, ne? Nee, ich denke, er hat getrunken. War ja unter Alkoholeinfluss. Und dann hat sie geraucht hier. Den roten Lippenstift, so. Ich denk's mal. I'm not really sure. Oh, doch! This sailor LOL! is another victim of the same woman. She poisoned him and pushed him into the fountain to make it look like an accident. Sherlock, the spot where he fell. I saw something. Maybe you should take a look. Die Gabel?
Streichhölzer. Drinking Dutchman. Ha! A water-soaked matchbox from the Drinking Dutchman. Must be a local pub. Dann wissen wir ja, wo wir den finden. Eine Gabel. Blimey, the great detective is baffled by a piece of cutlery. Warte, achso, nee, wir konnten es ja nicht angucken, ne? Achso, das Tuch bestimmt. Venetian copper soldi. Authentic, but worthless. Gut, dann gehen wir zum Dutchman, ne? Zum Drinking Dutchman. Ne, wir wissen ja, wo er sich befindet. Den haben wir ja schon aus Versehen aufgedeckt. So, warte. Ach so. Ah, falsche Richtung schon wieder. So. Ich möchte gern zum Dutchman. Der war hier nicht. Hey, hä? Nee, hier war der. Hier, genau. Müssen wir niemanden fragen. Warte, na, hier müssen wir rein. Not in the mood for shit yet. So. Ah, warte mal. Kann ich? Ah, okay, ich muss wieder raus. Nochmal als Matrose rein. Machst du aber fein. Help me, please. I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. Dann muss ich erst draußen jemanden fragen. Hey, barkeep! Another one over here. What can I get you, mate? Nah, I'm good. Don't want to end up like that guy who drowned in the fountain after having one too many. Aye, I know the fella. Shame, damn shame. But let me tell ya, it wasn't the drink that got him. 'Twas a curse. Wurde von einer Sirene verflucht? Let me guess. It had something to do with the siren? No way, mate. That's just a daft superstition. I'm talking about a real curse here. He was from HMS Achilles. Some British schooner, nothing special. Except one of them Jack Tars shot an albatross. Everyone knows it's bad luck. Everyone. The dimwit brought the curse upon his whole crew. 3 dead already. Es gibt 3 Tote? Wait, I've heard of only 2 such accidents. Are you saying that another man drowned? Drowned or not, they've all kicked the bucket. Just this morning, another member of the crew was found dead. It's a curse, I'm telling ya. Na, weißt du alles? It must indeed be the curse, but how do you know all that? Why, he told me the whole story himself. The victim told you? His crewmate, the one who killed an albatross, Harry Thorne. He's renting a room upstairs. Every day, he gets completely rat-arsed, raving on and on about the bird around his neck. He's sleeping it off right now. But when the blighter wakes up, it'll be the same thing all over again. Ist uns immer frei? Do you have a free room? Certainly do. Dirt cheap. Here's the key. Go pick anyone you like. Okay, aber ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge, mal dem guten Matrosen einen Besuch abstatten, der den Fluch über die Mannschaft gebracht hat. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.